Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Business Tapas über die Entscheidungsstrukturen in Unternehmen. Mein Name ist Diana Walter und ich bin Business Coach. So eine Art unsichtbarer Unterstützer für Inhaber, die wirklich weiterkommen wollen. Wenn du als Unternehmer bessere Entscheidungen treffen und die Effizienz in deinem Unternehmen steigern möchtest, dann bist du hier und jetzt genau richtig. Und am Ende gibt es die Übersicht für die richtigen Aufgaben der jeweiligen Entscheider. Also bleib bis zum Schluss dran. Wir schauen uns heute die verschiedenen Entscheidungsebenen in einem Unternehmen an und wie sie optimal zusammenarbeiten sollten, um die Ergebnisse zu verbessern und die besten Ergebnisse für dich in dein Unternehmen zu erzielen. Fangen wir also mit den Inhabern oder den Gesellschaftern an. Diese Gruppe, zu der du möglicherweise auch gehörst, bestimmt die Vision und die Philosophie des Unternehmens. Ihr trefft euch in der Regel einmal im Jahr und erhaltet Dividende als Gehalt. Euer Einfluss liegt in der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens. Aber ihr greift nicht in das Tagesgeschäft ein. Der Beirat trifft sich 2- bis 4-mal im Jahr und ist dafür verantwortlich, strategische Entscheidungen zu treffen, die das Unternehmen wirklich voranbringen. Ein wichtiger Punkt: Der Beirat erhält ein Investitionsbudget vom Inhaber, das er im besten Interesse des Unternehmens verteilt, um zukünftiges Wachstum zu sichern. Also diese externe, objektive Sicht auf die aktuellen Ergebnisse des Unternehmens ist total wichtig, um nicht stillzustehen oder in die falsche Richtung zu laufen. Die Geschäftsführung oder der CEO berichtet dann an den Beirat und ist für die Umsetzung der strategischen Pläne verantwortlich. Sein Fokus liegt darauf, die vom Beirat festgelegten Strategien operativ umzusetzen und sicherzustellen, dass die Unternehmensziele erreicht werden. Und schließlich gibt es dann die Geschäftsleitung, die aus den Abteilungsleitern von Vertrieb, Marketing, Produktion, Personal, Finanzen, Einkauf und was auch immer ihr habt, besteht. Diese Gruppe führt die täglichen Geschäftsaktivitäten aus und stellt sicher, dass die Pläne der Geschäftsführung in die Praxis umgesetzt werden. Soweit, so gut. Bei 2 meiner Kunden war es allerdings so, dass der Gesellschafter gleichzeitig auch der Geschäftsführer ist und außer mir keinen Beirat hat. Wir haben dann sehr lange und sehr oft diskutiert, dass er als Inhaber natürlich andere Interessen hat, also zum Beispiel Geld aus der Firma zu nehmen oder nicht zu investieren. Aber als Geschäftsführer, da will er investieren, um die Firmenziele zu erreichen. Es ist so ein bisschen Mismatch. Um diese beiden Hüte zu trennen, das ist total schwierig. Vor allem, wenn die leitenden Mitarbeiter ihre Aufgaben ernst nehmen und dann die Geschäftsführung so ein bisschen challengen, weil sie erfolgreich sein wollen. Also schauen wir uns nun an, wie Entscheidungen ablaufen sollten. Erstens, der Beirat entscheidet über die strategische Ausrichtung und die Verteilung des Investitionsbudgets, das vom Inhaber freigegeben wird. Dabei geht es darum, das Unternehmen weiterzuentwickeln und die Dividende für den Inhaber sicherzustellen und zu steigern. Als Inhaber, also nennen wir ihn jetzt mal in meinem Beispiel Peter, hast du keinen direkten Einfluss auf die operativen Entscheidungen, sondern vertraust den Experten des Beirats. Die Geschäftsführung wiederum setzt die Entscheidungen des Beirats um, ohne die Möglichkeit, das Investitionsbudget nachträglich zu verändern. Das stellt nämlich sicher, dass die Strategien konsistent umgesetzt werden und keine kurzfristigen Änderungen das langfristige Ziel gefährden. Oder dass der Geschäftsführer es sich irgendwann mal anders überlegt, aus welchen Gründen auch immer. Klingt eigentlich alles ganz logisch, wenn da nicht der starke Charakter des Unternehmers wäre. Ein häufiges Problem in vielen Unternehmen ist nämlich die Vermischung von Verantwortung. Wenn der Inhaber, Beirat und Geschäftsführung nicht klar getrennte Rollen haben, kann das nämlich zu Frustration und schlechteren Ergebnissen und Kommunikationsproblemen führen. Um das zu vermeiden, musst du als Inhaber, wie Peter in unserem Beispiel, lernen, dem Beirat zu vertrauen und die Kontrolle über die operativen Entscheidungen abzugeben. Also nur so kann dein Unternehmen wirklich langfristig wachsen und erfolgreich sein. Wenn du Inhaber und Geschäftsführer in einem bist, dann musst du deine Rollen klar trennen und nur einmal im Jahr den Hut des Inhabers aufsetzen. Danach bist du eigentlich nur noch Geschäftsführer, nichts weiter. Das fällt am Anfang wahrscheinlich noch schwer, aber irgendwann fühlt es sich völlig normal an und das führt dann vor allem dazu,
dass deine Abteilungsleiterebene mit dir im Team arbeitet, weil du nur noch der Geschäftsführer bist und nicht mehr der Inhaber, der die Anschaffung eines jeden Bleistifts in Frage stellt. Thema Investition. Also Fazit, es ist entscheidend, dass Inhaber, Beirat und Geschäftsführung ihre Rollen klar definieren und einhalten. Als Inhaber solltest du dich darauf konzentrieren, eine jährliche Dividende zu ermöglichen. Der Beirat übernimmt die strategische Planung und die Geschäftsführung sorgt für die erfolgreiche Umsetzung der Pläne. Wenn du diese Strukturen in deinem Unternehmen etablierst, wirst du nicht nur effizientere Entscheidungen treffen, sondern auch das langfristige Wachstum deines Unternehmens sichern. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, dieses Video bis zum Ende zu schauen. Und wenn du Unterstützung bei der Implementierung der Entscheidungsstrukturen in deinem Unternehmen benötigst, dann kann ich dir meine Erfahrung und mein Wissen an die Seite stellen. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, dein Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. Und eins verspreche ich dir: Ich bin unsichtbar und du bekommst den Erfolg. Ach, ja. Und die Übersicht für die richtigen Aufgaben der jeweiligen Entscheider, die kannst du direkt in der Videobeschreibung auch runterladen und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.